Stell dir vor, du gibst jemandem deine Visitenkarte und anstatt sie im Portemonnaie verschwindet, landet dein Kontakt direkt im Handy, inklusive Website, Social Media und sogar einem Link zur Terminbuchung. Keine Tippfehler mehr, kein „Ich trage dich später ein“ und dann hörst du nie wieder etwas, sondern ein sauberer, moderner erster Eindruck. Genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige dir, wie du aus einer ganz normalen Visitenkarte ein smartes Tool machen kannst, mit QR-Code und mit NFC bzw. RFID-Technologie. Wir schauen uns an, wie das technisch grob funktioniert, was du in der Praxis damit machen kannst und warum deine alte Papierkarte im Vergleich dazu eigentlich schon ein kleines Fossil ist. Mein Name ist Charlie von Novel Graphics und ich helfe Selbstständigen, Kreativen und Unternehmen dabei, ihren ersten Eindruck moderner, digitaler und einfach praktischer zu machen. Wenn du also Netzwerkveranstaltungen, Kundentermine oder Messen hast und dort wirklich im Gedächtnis bleiben willst, bleib jetzt unbedingt dran. Lass uns zuerst kurz über das Problem klassischer Visitenkarten sprechen. Wir alle kennen das. Man bekommt irgendwo eine Karte in die Hand gedrückt, steckt sie in den Geldbeutel oder in die Tasche und findet sie Wochen später zerknickt wieder oder gar nicht mehr. Damit die Daten überhaupt nützlich sind, müssen sie erst einmal ins Smartphone eingetippt werden. Name, Telefonnummer, E-Mail, vielleicht noch die Website. Das ist mühsam, kostet Zeit und ganz ehrlich, die meisten machen es im Alltag einfach nicht. Dazu kommt, dass sich bei dir ständig etwas ändern kann. Neue Handynummer, neue Domain, neues Logo, neue Position. Deine gedruckten Karten sind dann mit einem Schlag veraltet, obwohl du vielleicht noch einen ganzen Stapel davon in der Schublade liegen hast. Das ist frustrierend, kostet Geld und fühlt sich überhaupt nicht nach einem flexiblen, modernen Business an. Und hier kommen digitale Komponenten wie QR-Codes und NFC-Chips ins Spiel. Sie machen aus einer passiven Papierkarte ein aktives Werkzeug, das dich direkt mit dem Smartphone deines Gegenübers verbindet. Fangen wir mit dem QR-Code an, dem Klassiker der digitalen Brücke. Ein QR-Code ist im Prinzip nichts anderes als ein quadratischer Code, in dem Informationen gespeichert sind, meist ein Link. Dein Gegenüber öffnet einfach die Kamera auf dem Smartphone, hält sie kurz auf den Code und das Handy erkennt automatisch, was dahinter steckt. In den meisten Fällen öffnet sich dann ein kleiner Hinweis wie Website öffnen oder Kontakt hinzufügen. Was kannst du damit machen? Du kannst zum Beispiel eine digitale Visitenkarte hinterlegen, die direkt im Browser aufgeht. Dort stehen dann dein Name, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, dein Unternehmen und vielleicht sogar ein Profilbild. Dein Gegenüber kann diese Daten mit einem Tipp als Kontakt speichern, ohne alles mühsam abzutippen. Du kannst auch eine persönliche Seite hinterlegen, auf der alle deine wichtigen Links gesammelt sind. Also deine Website, dein LinkedIn-Profil, dein Instagram-Account, vielleicht dein Portfolio oder dein Online-Shop. Gerade für Kreative, Coaches oder Dienstleister ist das perfekt, weil du so in einem Schritt alles mitgibst, was für den ersten Eindruck wichtig ist. Ein weiterer cleverer Einsatz ist die Terminbuchung. Statt zu sagen, melden Sie sich doch mal, kannst du hinter den QR-Code direkt einen Link zu einem Online-Kalender legen. Dein Gegenüber scannt den Code, sieht deine freien Zeiten und bucht sich direkt einen Termin. Das ist nicht nur professionell, sondern spart euch beiden extrem viel Hin- und Herschreiberei. Du kannst auch Dokumente verknüpfen, also zum Beispiel ein PDF mit deiner Preisliste, ein Portfolio, ein Exposé, ein Produktkatalog. Wenn du im Gespräch bist und jemand sagt, schicken Sie mir doch bitte mehr Infos, kannst du sagen, gerne, scannen Sie einfach kurz den Code, da ist alles drauf. Der große Vorteil vom QR-Code ist, dass er super günstig und unkompliziert ist. Er lässt sich auf jede gedruckte Visitenkarte setzen, auf Flyer, Roll-ups oder sogar auf dein Smartphone-Case. Und wenn du mit einer Online-Visitenkartenlösung arbeitest, kannst du die Inhalte im Hintergrund ändern, ohne dass du neue Karten drucken musst. Noch einen Schritt weiter gehen NFC- oder RFID-Visitenkarten. Vielleicht hast du schon einmal gesehen, wie jemand eine Karte an die Rückseite eines Smartphones hält und plötzlich öffnet sich eine Website oder ein Kontakt. Genau das ist NFC in Aktion. In einer solchen Karte steckt ein kleiner Chip mit einer Antenne.
Das kennen wir bereits von Hotelschlüsselkarten, Zugangskarten in Firmen oder auch von vielen Bankkarten, die kontaktloses Bezahlen unterstützen. Das Smartphone baut ein kleines Funkfeld auf, der Chip in der Karte wird dadurch kurz mit Energie versorgt und sendet dann eine kleine Information zurück. Diese Information ist meistens ein Weblink, also wieder eine Adresse, die im Browser geöffnet wird. Für dein Gegenüber fühlt sich das total unkompliziert und fast ein bisschen magisch an. Kein Kamera öffnen, kein Suchen nach dem QR-Code, kein „Warte mal, wie geht das nochmal?“ Man hält einfach kurz die Karte an das Handy, gerade im Bereich der Rückseite oder oben am Gerät, und schon öffnet sich deine digitale Visitenkarte. Besonders praktisch ist das auf Netzwerkevents und Messen. Stell dir vor, du stehst im Gespräch, es ist laut, du hast vielleicht keine Hand frei für einen Stift und dein Gegenüber auch nicht. Statt eine Karte zu übergeben mit dem Satz „Melden Sie sich“, sagst du einfach „Halten Sie kurz Ihr Handy an meine Karte“, dann haben Sie direkt alle Daten. Die Hürde, dich wirklich zu speichern, sinkt damit enorm. Auch für Teams in Unternehmen ist das spannend. Alle Mitarbeitenden können eine einheitliche, hochwertige NFC-Visitenkarte bekommen, die nicht nur schick aussieht, sondern auch immer auf dem neuesten Stand ist. Wenn sich zum Beispiel die Position oder die Abteilung ändert, passt man die digitale Visitenkarte im Hintergrund an und die Karte funktioniert trotzdem weiter wie gewohnt. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie sicher das Ganze ist und ob da sensible Daten auf dem Chip liegen. In der Praxis ist es meistens so, dass auf dem NFC-Chip nur ein Link gespeichert ist, also eine Internetadresse. Die eigentlichen Informationen, also dein Profil, deine Kontaktdaten und so weiter, liegen auf einem Server, ähnlich wie bei einer Website. Das bedeutet, die Karte ist so etwas wie ein Schlüssel oder ein Auslöser, aber nicht der Ort, an dem alle Inhalte gespeichert sind. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du selbst zu so einer Visitenkarte kommst, ohne dich stundenlang mit Technik, Druckvorlagen und irgendwelchen Plattformen zu beschäftigen. Genau da komme ich ins Spiel. Ich biete an, solche digitalen Visitenkarten für dich zu erstellen. Das bedeutet konkret: Wir schauen gemeinsam oder nach deinem Briefing, wie deine Karte aussehen soll, ob du dein bestehendes Logo und Design verwenden möchtest oder ob wir etwas Neues gestalten. Dann entscheiden wir, ob du mit QR-Code, mit NFC oder mit einer Kombination aus beidem arbeiten möchtest. Und ich richte dir eine digitale Visitenkarte ein, über die deine Kontakte mit einem Scan oder einem kurzen Tippen auf alle wichtigen Infos zugreifen können. Das Ganze kann je nach Bedarf ganz schlicht und minimalistisch oder sehr ausführlich und visuell gestaltet sein. Wichtig ist, dass es zu dir und deinem Auftritt passt. Wenn du dir anschauen möchtest, wie so etwas aussehen kann, dann schau dich gerne auf meiner Homepage um. Den Link findest du in der Videobeschreibung unter diesem Video. Dort findest du Beispiele, weitere Informationen zu den smarten Visitenkarten und in der Regel auch eine Möglichkeit, direkt Kontakt aufzunehmen oder ein Angebot anzufragen. Wenn du eine konkrete Frage hast oder dir nicht sicher bist, welche Lösung für dich am besten geeignet ist, schreib mir sehr gerne eine E-Mail. Meine Mailadresse findest du ebenfalls in der Beschreibung. Ich beantworte deine Fragen und helfe dir einzuschätzen, ob eher eine einfache QR-Lösung, eine NFC-Karte oder eine Kombination aus beidem für dich sinnvoll ist. Mich interessiert sehr, was du bisher mit Visitenkarten erlebt hast. Schreib es mir in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und es mit jemandem zu teilen, den es interessieren könnte.